Welcome, everyone. Ich freue mich, von der und hier zu sein. Wir sind auch wir in Wieler Church der. Eine gute Zeit durchgehabt. Es ist eine sehr wertvolle Gruppe, wenn der Hand fort. Einer fühlt sich gesehnt und das an zu sein, dass die Kirche da warst und dass die sich gut sind und sich leben und sich drehen halten und Gebetsitems und whatever die abzunehmen haben. Das ist sehr wertvoll, das an zu sein. Und naja, kann ich anders als bis Gott danken, dass er seine Kirche bauen hat. Und so dass er auch hier. Und dort freuen wir uns. Pas in der Treue, dann habe ich hier die Message von Goliath und David. Das ist vielleicht uns noch alle bekannt geblieben. Aber immer war, komme ich trainen die Message, die Rollen einzeln nach Eier hat. Das wird mir mal sehr wertvoll. Und was do wir? Zet wir bloß ein checken, wir andere schaffen, oder do wir uns Port? Und so von der an, weil ich mit alle in der Line angehen, dass wir dankbar sind, oder dass wir was schätzen tun, was Gott für uns getan hat, und nicht bloß dort, aber auch was die Verältern für uns getan haben. Wir haben so viele Dinge, wo wir bloß nennen können, wo wir nicht für gearbeitet haben, oder wo wir nicht für Verantwortliche waren zum Anfang oder was immer. Wir sind bloß nennen gehüpft und nu sind wir da und erfreuen uns für das, was du hast. Und das ist sehr fein. Ich freue mich auch total. Aber ich glaube, wir können so eine Values dort verlieren, durch dem, dass wir das nicht wissen, was das alles gekostet hat, das dort zu bringen, wo wir das von der haben. Do we value the things that we have earned from our parents or from the community or whatever it is? Do we value them? Und wenn wir uns anlassen, dann auf einmal können wir sehen, wie viel wir das sind. Und 1 John 2, Vers 12 und 13, das wo John sich ein bisschen reden hat, und dann hat er für verschiedene Gruppen von Menschen, er sagt Kinder, Väter, Männer. Wenn wir uns das ein bisschen bekicken, was John abhalten hat, was sie sind. Und wir können davon lernen, was wir von denen sind. Es sagt in Vers 12, sagt er, liebe Kinder, ich schrieb ihnen, dass ihnen die Sinnen vergeben sind, wegen Jesus in Namen. Was hat Johannes gedacht, als er das geschrieben hat? Er sagt es, dass das schrieb ich ihnen, Kinder. Und ich weiß nicht, von wie jung, bis wie alt er das nannte, aber er sagt, Kinder, ich schrieb ihnen das, dass sie daran denken sollen, dass ihnen sind die Sünden vergeben. Wir können drei denken von uns selbst, wo wir noch gebunden werden und Sünden fast werden, und auf einmal das verstehen können, dass Jesus vergibt uns die Sünden, dann sind wir nicht mehr schuldig an die. Aber die sind wahr. Johannes sagt, die Kinder, denkt daran. Ich schrieb ihnen, dass die sollen an denken, dass die Sünden sind vergeben, wegen Jesus Christus hat er abgenommen, wann wir das glauben. 13 sagt, ich schrieb ihnen vorher, weil sie den kennen, der von jung an ist, von Anfang an ist. Ich schrieb ihnen junge Männer, weil sie den Bösen besiegt haben. Ich schrieb ihnen das. Johannes sagt, dort muss man mit denken, die kann jedoch Gott, da habe ich von klein an gehört, wer Gott wäre. Und was von Segen, die du bei können haben. Dann sagt der junge Mann, ich schrieb ihnen das, dass die sollen an denken, dass die haben gewonnen. Die haben Sieg gehabt. Die haben Sieg an den bösen Worten. Die bösen Worte kontrollieren nicht mehr. Er sagt, die junge Männer. Check mal, was die kriegen haben. Check mal, was die das auf dem Bord werden. Was die von der und können haben. Wenn es sagt, dass die kann, der von Anfang an ist, dann kann ich auch das sagen, die kann Gott.
Aber je kan Jesus Christus als je persoonlijke Haar en heiland. Je kan het, dat is voor wij je zich aan je in den Beisen. Vers 14 sagt het. Ik heb je dingen geschreven, wilst je den voeren kan. En ik heb het op twee wegen nemen. We kunnen dat zo nemen dat dingen je weten dat je daar gaat in zijn stoven en beden. Hij leest de Bibel, hij vertelt je biblische geschichten. Dat kan je. Maar we kunnen ook deze wijze zijn dat we weten dat God als ons voerder, der heeft ons aangenomen. Der heeft ons daar aangenomen, der heeft ons daar geleid. En der deed nu ook ons. We kunnen ons daarop verlopen. We weten dat, we kennen dat. We hebben dat van klein aan geleerd. Dan zegt hij weer. Ik wil de vers nog helemaal aanvangen te lezen. Ik heb je dingen geschreven, wilst je den voerder kennen. Ik heb je voeders geschreven, dat je den kennen, die van aanvang is. God. Waar zegt hij dat je je voeders? Hier staat dat je jonge mannen, hier zegt hij je voeders. Je kent God. Je weet dat. Je hebt dat ervaren. Je hebt dat beleefd. Ik heb je jonge mannen geschreven, dat je sterk zijn en God zijn woord im hart hebben. En den Bösen besiegt haben. Junge Männer, stimmt het mit uns? Wir sind vielleicht alle jung, aber stimmt het mit uns? Das sagt, wir haben das erfahren. Wir haben den Sieg. Wir haben Gott sein Wort in uns Hort. Der Böse hat nicht mehr die Kraft über uns. Das wird Johannes geschrieben hat, und wo wir können von lehren. Wir können auch anders sein, andere wird sein, dass wir junge Männer, wir sind stark, geistlich stark. Wir sind stark zum Anleiten. Wir sind stark zum Stehen, wenn der Feind uns versägen wird. Wir haben dort, was es braucht. So als David hat, als zum Kampf gegen Goliath ging. Johannes, der Schrift so aus, das ist in unser Häng. Das hat je durch. Das fehlt nicht mehr. Das ist durch. Dass ich schon sehen, Teil von diesen Dingen, da sind wir bloß nennen gewachsen, wir sind nennen gekommen, wir haben nicht dürfen abstehen und für uns Leben am Spiel saßen, dass das Körper wird leben bleiben, wenn wir würden Jesus bekennen. All das haben unsere Vorfahren muss. Da haben ja gesagt zu Jesus und der hat nee gesagt für das Beise, nur geben für den Feind. No, ich stufe dort, was ich gekriegt habe, an Jesus Christus. Und sie leiten sich verbrennen, sie leiten sich all Dinge down, aber Jesus sei wie nicht auf. Johannes sagt hier, ich werde die 14. Vers noch einmal ganz lesen. Sagt, ich habe die Kinder geschrieben, willst je den Vater kennen. Ich habe den Vater geschrieben, der jeden kennt, der von Anfang ist. Ich habe den jungen Männer geschrieben, die stark sind und Gott sein Wort im Hort haben und den Bösen besiegt haben. Den Bösen besiegt haben. Wir haben das Böse besiegt. So das steht, wo wir von der sind. Wenn wir nicht sind, dann sollen wir was damit tun. Aber das ist, was wir gekriegt haben, wo wir von der leben können. Wo wir uns unerfreien können. Wo wir uns glücklich fühlen. Dass Jesus hat unsere Sünden vergeben, so ist es in Vers 12 sein wird. Jesus hat unsere Sünden vergeben. Die sind da nicht mehr. Die bothern uns da nicht mehr. So, wo schafft das dann alle? Wenn das alle da ist, dann sind da Ordnungen, was Gott gesagt hat, wo wir uns nur rechten können, wo wir können safe und sicher sein. Ein Part von dort fängt wir in Epheser 4, Vers 23, Ephesians 5, Vers 23, da sagt es, weil der Mann steht über seine Frau, so als Christus über seine Gemeinde steht, für der er sich selbst handelt, erhellend zu sein. So, das ist in Ordnung, dass, was Gott gegeben hat, Jesus ist über den Mann und der Mann ist über die Frau. Chapter 6, Vers 1. Kinder, jene Christen vielleicht erst jene Eltern zu gehorchen, weil es dort ist, dort Rechte zu tun. Vater und Mutter ehren wird das erste Gebot, worauf Gott dort Versprechen sieht.
versprechen leid. Dat die dat goed geht und du lang op ihr Leben kannst. So, dit zijn Ordnungen, wo Gott dat gesagt hat, wo het soll sein, dat het reich of dat het schön geht, dat het kan in Serie met zijn. So, wat is de Ordnung? Gott, Jesus, Mann, Frau und Kinder. Ich hatte ein klein bisschen Bild angemalt. Das ist so het Stunde, dass wir unser Charme sind. Gott ist der größte Charme, du unser wir sind. Jesus ist du unser. Wir als Männer sind das Nächste. Wir können auch sagen, dass der Heilige Geist ist du noch dazwischen, was uns Anleitungen geben wird. Aber dort ist, dass Gott seine Ordnung ist. Und Kinder, wo sei je das Beste protected? Wenn je du sein, wo die Eltern wollen haben, dass je sollen sein. Dort, wo je protected sein, wo der Teufel gleich bekommt. Aber wenn je durchrutscht, der nächste sagt, Satans attack is defeated. Wenn wir unter dieser Ordnung leben, dann ist den Sotonsinge Macht aufgebrannt. Dann sind die großen Raum, oder Ringraum, wo wir können sicher sein. Und durch kann es sein, wenn die Kinder durch sind, dann sind da 1, 2, 3, 4 Schutzraum, wo der Teufel gleich bekommt, wenn die respekten. Und so können wir auch alle Gott sein Wort respekten. Und wenn wir dort tun, dann steht dort Raum uns, dann kann der Teufel durch da. Du hast Gott sein Wort, das erste, wo wir uns nach Rechten tun, und Glauben, Gebet, unsere Radung, Wahrheit, Gerechtigkeit, Friede und Gemeinschaft. Das sind dort, wo wir uns an Eiven tun, dort das wird in Ordnung sein, wenn es dann gibt dort einen Schutz, erstens für uns selbst, dann gibt dort den Schutz für die Mames, wenn sie sind, weil du unter zu sein, wo die Männer anleiten tun. Und dann, wenn wir gehorsam sind, die Kinder gehorsam sind, dann sind die willig, die zu respekten. Dort ist Gott seine Ordnung. Und wenn wir dabei sind, dann kann Gott uns segnen. Dann freut er sich, uns zu segnen. Dann kickt er auch nur, dass die Fehlen, die du in der Ark stehen, was Sinn sind, was durch wollen du haben, dann sieht Gott nur, dass du gleich wollen durchgehen, wenn wir leben in Gemeinschaft mit Gott, du kannst den Feind nicht gehen. Wir sind verbunden mit Gott, der Teufel kann du nicht durch. Dann sind wir beschützt. Die Kinder sind beschützt. Und als die alle wollen, in ihre Verantwortung abnehmen, dann gibt es die Mamas in der Vorrasch, wo du sagen, die waschen ab unter das Schutz, und dann kann die auch das Schutz wiedergeben für die nächste Generation. Wenn wir aber nicht diese Gemeinschaft in Gott sein Wort und Glauben und all diese Dinge uns nicht in Praxis tun, und uns durch ein Eiven tun, dann auf einmal vergeht wie, was wir gekriegt haben. Dann vergeht wie, was Jesus für uns getan hat. Wir sind auf einmal, wir können viel werden an dem, was Gott uns lehren will. Und wir vergeten, was wir in unser Hängen haben. Das können wir verlieren. Das ist nicht so, was auf uns nicht gefordert wird, das musst du nicht haben. Das ist noch unsere persönliche Entscheidung. Wir können entscheiden, ob wir wollen nur diese Ordnung nur leben oder nicht. Gott nimmt meine und deine Entscheidung an. Er respektiert meine und deine Entscheidung. Und wenn wir willig sind, zu gehorchen, was er lernt und was seine Ordnung sind, dann wird er uns segnen mit diesen Dingen, die hier ran sind. Und wenn er uns mit diesen segnen wird, dann kann der Teufel du nicht da. Und wir alle wollen beschützen. Wir alle wollen, dass wir in Frieden leben können. Das ist uns Verlangen. Und besonders ist es uns Verlangen, dass unsere Nachkommenschaft auch was kann in den Schutz leben. First Peter 1, Vers 18 sagt, Gott hat den Preis geteilt, jenen von der Dode wieder aufzuraten, der je von jenen Verältern mitgearbeitet haben. Und je weiten, dass wir nicht mit Silber oder Gold passiert, aber dort betont
Aber hij bedoelt dat verjunt met Christus zijn bloed en leven. Dat Gottes Lamm en dat keine Sinn oder eingeschickt wir. Dat Gott door te gewählt hat, eer hij de Welt den Grund leed. Aber es an junt hoven, nu in de laatste tijd met aan voor een dag gekomen. Nu in deze tijd is Jezus Christus en ons geopenbaard worden. Wie kan dat voelen? Wie haben dat te zijn gekregen? Dat hij heeft dat genomen, waar ik in die schuldig weer. Dat zegt dat God heeft zelfs den prijs getoeld, den ik in die schuldig weer aan Jezus Christus. En ik in die hand dat aangenomen. We hebben gezegd, ik neem dat aan. Ik ben oké met dat Jezus mijn Heer, mijn Rader, mijn leraar is. Ik ben willig dat te doen. Ik ben willig met u te staan. Maar al dem weten we over dat de verzekerd door is en de verzekerd ons door van weg te krijgen. De verzekerd ons door af te richten. De verzekerd dat we niet worden en diesen Schutz leven. Vers 21, 21. Vers in 1. Petrus 1. Dat is ook woran je kunt vertrouwen en God zaten kan, die Jezus van dood opwek en zo'n grote heerlijkheid geeft, zodat je geloven en je hoopning en God is. We zaten ons vertrouwen op God. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft ons vrijgemaakt. Hij wil niet dat irgendwer zal verloren gaan. En we kunnen onze hoopning op God zetten. Vers 22. Wils je kunt aan de waarheid houden en je zeilen durch den Geist en wahre Bruderlei gereinigt haben, ziet je untereinander wirklich van harten goed. Hij zegt hier, wanneer dit is, dan zullen ook bewijs dafür zijn dat we ons untereinander van harten goed zijn. Het zegt bruderliche Leib untereinander haben. Dan zal dat bewijzen dat we ons vertrouwen in God gezet. Ik vergeef, ik verdrouw. Wanneer ik klauw is, ik kan vergeven. Ik kan dat doen. Weet en God heb je dat. Vers 23. Dat nieuwe leven dat je nu hebben, heb je niet van je ouderen gekregen. Dat leven dat je kunt geven, dat vergeet. Dat nieuwe leven wat eeuwig blijven, wils dat kamp van Christus, der God zijn eeuwig leven jet wordt. Dat leven wat onze kinderen hebben, wanneer die geboren worden, dat vergeet. Maar dat wat we in Jezus Christus gekregen hebben, wat God ons geopenbaard heeft in Jezus Christus, dat is dat wat niet vergeet. En dat kunnen we als ouderen niet onze kinderen geven. Dat is Jezus, de Einzige, wat het geven kan. Yes, we als ouderen, we kunnen te schek houden. We kunnen aanleidingen geven. Dat kunnen we alle doen. Maar dat leven geven kunnen we niet. Dat is einzig Jezus Christus, wat het kan. En hij is willig dat aan te nemen. Dat te geven. Want wie willig zijn dat aan te nemen. En dan trainen de vrouw wat ik eerst had. En wat leven we? Wat hebben we gekregen waar we niet veel gearbeitet hebben? Schatz we dat wat? Do we value the things that we have earned? Zijn ons te veel waard? Jet ons dat leicht betoer dat we zeggen, oh, dat is bloos zo religious. Oh, wanneer dat niet zo religious weer. Zo'n dingen als dat, ik kan ons op eenmaal van den ware punt wegrieten. Ik weet veel dingen, die we in ons leven, die hebben niet met zin, niet zin te doen. Maar die hebben een grote wert, wanneer we die houden doen. Die brengen ons zeer veel zegeningen, wanneer we met vrede die doen. Dat heeft aber niet met zin en met recht te doen, maar die hebben een grote zegen, wanneer we gehoorzaam zijn. En wanneer we die willig doen, dan vrijt God zich te tun. Hij wordt, zoals ik eerst al wezen, dat de schützte Raum ons, die wordt zich versterken. Wanneer we nu aber zijn, dat heeft niet met zin en irgendwas te doen, en zijn blik altijd geschmieden, dat waar, dat is meestens, wanneer we den Schutz, wat God geven heeft, zeer gering schatzen doen. We den niet zeer wertvoll beschützen doen, wat God ons geven heeft aan Christus Jezus. Jesus sagt in Luke 21, Vers 34, sagt er, seid vorsichtig, dat je niet durch Vreten en Zupen en Sorgen über dit Leben dat hart beloden.
En dat de dag dan onverhaafs über jün kämpft. Weil dat doen wir nicht. Wir süpen nicht, wir freten nicht, wir belohnen uns Gott nicht. Das doen wir. Weil durch das Leben, wo wir hier sind und durch Dinge, was passieren, dann kann es darauf ankommen, dass wir uns manchmal mit Dingen ranschlagen, wo wir nichts können ändern. Wo wir nichts können mit tun. Das sind bloß durch. Entweder wir können das akzeptieren und loslassen und mit Frieden in Jesus Christus leben, oder wir können uns das abnehmen und drehen uns mit Rahmen, belohnen und uns nicht mit Rot weiten. Ja, das kann manchmal Dinge sein, was uns sehr weit tun, was uns schlecht gehen. Aber wir können das nicht mehr tun. Sind die reich, dann können wir sagen, nein, die sind nicht. Aber wir können die nicht ändern. Und so dann ist es wichtig, dass wir dort loslassen tun. Und Dinge, was wir können ändern, dass wir dort ändern tun. Wenn wir mit Süden oder mit Frieden oder mit Sorgen zu tun haben, dann ist dort ein Ding, wo wir können uns schaffen, dort loszulassen. Dass Gott uns sehen kann, dass wir die Frieden in Jesus Christus kennen, lebendig an uns haben. Jesus sagt, seid vorsichtig. So viel gesagt, dass du kannst gehorsam woran sein. Sagt Jesus, dass wir sollen vorsichtig sein. Und dann in Vers 35 sagt es, willst du, wird so aus eine Schlange über allem kommen, der auf ihr wohnen. Der Tag, wenn Jesus wird kommen, oder der Tag, wenn das Leben wird zu eng sein, der wird so kommen, wenn wir nicht damit gedacht haben. Wir haben diese Woche ein paar Accidents gehört, 2 Plane Crash in Mexiko, wo die Menschen nicht sind leben geblieben sind. So der hat wie aufgerannt. Wir wissen nicht, was uns diese kommende Werk wird begegnen. Wir alle hoffen, dass was nach Wara der nächste sind, nach kommen, wir wollen uns hier alle vertrauen. Dort ist, was uns jankert. Aber dort wissen wir nicht. So Jesus sagt, seid vorsichtig und weiß, dass wir nicht wollen, dass das Tag nicht wird aufverhaft sein. Wann es dann passieren wird, dass wir dann reisen, in Vers 36 sagt es, aber seid wacker in Bett, dass ihr all dort aus dem Weg kommen mochten, was dort passieren soll. Und für den Menschen sehen, stehen können. Dass wir stehen können für Jesus Christus. Dass wir nicht schwach, oder dass wir nicht in Angst, Lügen, oder wachen, was passiert. Kann euch Jesus das begegnen? Frei mich an zu begegnen. Jesus sagt, ihr seid vorsichtig, dass ihr nicht in verschiedene Dinge angeraten, wenn wir handelt gut. Du, wo wir von dir uns sind, wir handelt sehr gut. Wir sind sehr gesehen. Wir dürfen nicht denken, dass das sind Dinge, die würden können noch besser sein, als die von dir uns sind. Ja, das können Kleinigkeiten sein. Und wenn wir nur Geld heran sind, dann würden wir vielleicht gerne einen Teil abnehmen. Aber wenn wir zufrieden sind mit dem, was Gott uns gesegnet hat, dann haben wir das bloß sehr gut. Dann haben wir das bloß sehr gut. Und weil wir dort schätzen, was wir haben. 1 John 2, Vers 15 sagt es, sieht nicht heran dort, was die Welt unterbeiden hat. Wer die Welt in ihre Last gieren hat, an den ist nicht der Leib von Futter. So wo können wir dort entscheiden, wo die Last von der Welt ist und wo Jesus seine Leib zu uns ist. Das sind die Dinge, die daran uns sind, so ich schon sehe, die haben nicht mit Sinn oder mit Reich zu tun. Die sind bloß durch, die können wir genießen. Und wenn wir den Gehorsam genießen, dann hast du einen Segen darauf. Johannes schrift hier, dass wir sollen nicht hängeran sein. Jesus sagt, seid vorsichtig, wie es die Dinge ran uns sind. Vers 16. Weil alles, was in dieser Welt ist, geldgierig sein, hängeran sein, nur dort, wo die Juden jankert, in sich groß tun, dort stammt nicht vom Futter, dort ist von dieser Welt. Ich habe ein paar Dinge abgenannt, was von dieser Welt ist. Und wo wir uns kennen und spielen, haben wir dann irgendwas von diesen Dingen an uns, was uns würden schwer merken oder uns würden unsicher merken, wenn wir wissen, dass Jesus wird kommen, weil wir wissen nicht, wann der Tag für uns da ist. Und er sagt, dass geldgierig sein, hängeran sein und dort, was die Juden jankert, Juden lässt, oder uns groß tun mit dort, was wir alle haben, dort ist von der Welt.
Dort ist, zoals ons Fleisch naturally ist. Dort ist, zoals wir leicht würden sein. Uns bewegen. Und dort sagt Johannes hier, dort ist von der Welt. Weil es uns Fleisch von der Welt ist, dort Leben wird vergehen. Und diese Dinge, die sind mit dort abgebunden, wo uns fleischliche Tür nur fordern wird. Und dort ist, wo der neue Mensch an uns aber nicht will gehen lassen. Und das neue Mensch hat die Kraft, dagegen zu stehen, dass dort nicht an uns leben darf. Vers 17 sagt es, die Welt und was der unter beiden hat, wird vergehen. Wer aber das, was Gott will, wird ewig leben. Wer aber das, was Gott will, wird ewig leben. Der wird nicht vergehen. Wenn die Zeit hier bei ihr aufgerannt ist, der wird nicht vergehen. Die sind sicher in Jesus Christus. Die sind in den Schutz, was Gott geben wird. Und können sich daran erfreuen. Aber uns nicht fleischliche Natur, die verlangt, die sitzt so viele Dinge, was die jankern wird. Und dort ist, wo wir mal abstehen, in die Gegend stehen, dass dort nicht die Überhand kriegen wird. John 10, Vers 10 sagt es, ein Stehler kann bloß am zu stehlen, zu schlachten und in den Grund zu bringen. Ich sie gekommen, das Leben zu bringen, und dass sie dort voll ab haben sollen. Das ist, was Jesus sagte. Wir haben das Gott, das ich erst schon sehe, wir leben unter den Schutz, wir leben unter Gott seine Ordnung. Aber dann haben wir einen jener, der du versehen, dort weiter mehr. Das sind jener, die dort nicht gleichen, wenn wir in diesem Frieden und in diesem Schutz leben. Und dann ist es so wichtig, dass wir aufmerksam sind, dass wir wacker sind, dass das Stehler nicht uns auf einmal kann durch das Frieden wegstehlen, oder die Gerechtigkeit wegstehlen, die Wahrheit wegstehlen, oder ein Teil andere Dinge, was wir im Leben begegnen tun, was uns Frieden in Jesus bringen, dass das Stehler nicht, was du bieten kann, in unsere Dinge fortrichten. Ich werde die Vers noch einmal lesen, sagt es, ein Stehler kann bloß zu stehlen, zu schlachten und in den Grund zu bringen. Ich sie gekommen, das Leben zu bringen und dass sie das voll ab haben können. Und wofür fehlt bei uns, dass wir das voll ab haben? Wir haben zu alles Access. Wir haben zu alles, das wird Gottes als uns Tüß im Haus so rief. Wir können dabei, so viel als wir wollen. Aber das kommt doch darauf an, dass wir manchmal voll sind. Das ist Satan's goal to destroy God's purpose through sinful pattern. Das ist den Teufel sein Verlangen. And he tries to put blind spots, strongholds, generational sins, and so on. Das, was der Teufel versucht, die Dinge destroyen, was wir hier haben, was uns die Sonne Frieden bringen wird. Hier haben wir noch ein Bild von, was der kann, das alle in den Grund bringen, wenn wir nicht gehorsam sind. Hier haben wir Ware. Die kennen nicht mehr, das ist Gottes Plan. Aber wo der Teufel nennt, versucht zu destroyen. Du sagst, wie du es dir auf. Wir sagen, die Ringe sind nicht voll. Die sind durch Lachen angekommen, durch verschiedenste, vielleicht durch Rebellious sind, vielleicht Bitterness oder Unforgiveness, Pride, Generational Sin, oder Music, Internet, Porn, oder Adultery, Fear, Anger, all diese Dinge. Wenn die bei uns bieten, dann destroyt es Gottes Plan. Dann ist das nicht, dann kann Gott nicht das sehen, was er geplant hat. Da kann danach ganz klar in Gottes Plan laufen. Da kann nach aller Kraft so getan werden, als Gottes Plan dort wird sein. Aber dann sind die Lacher, wo der durchgeht, Sinn, die vor een zin leven dat er de mame, dan heeft het twijfel. Er hat Angst. Wir wissen nicht, wo das hingehen wird. Er wenn der in das Haus kommt, dann haben die Kinder Angst, was von denen wollen, wenn der in das Haus kommt. Die Mama sieht, dass der Gruppenfall schmonfahrt über ihr Brot ist, dann ran die Kinder vielleicht an eine andere Stufe, dann wisst ihr, wie was alle wollen über die kommen. Was immer das kann sein. Der Teufel versucht zu destroyen, was Gottes Plan ist. Und wir haben die Gelegenheit, an Jesus Christus der Sieger zu sein, dass er nicht darf
destroyed sein. Dass es nicht darf ein Wörwort sein, wo wir uns nicht mehr verstehen dürfen. Jesus hat gesiegt. Und er hat uns das Sieg gegeben. Und wir haben den können annehmen. Wir können dabei leben. Wir können uns daran erfreuen. Aber der Teufel, der jener, der kämpft und siegt, was er da kann fortstellen. Und wenn er kann deren aufmerken, dann geht er viel Dinge in der Ordnung. Von Büten, wenn wir vorbeifahren, kann auch alles sehr Geschmack lassen. Kann auch alles sehr fein und reich lassen. Aber was passiert da innerlich? Das destroyt langsam wird alle in zwei. Und dort ist der Teufel sein Plan, wo ich und du aber sollen abstehen, abpassen, dass der Teufel da nicht bei kann. Das nächste, but God's desire is, traine das Bild, was ich hier schaue, dass dieser Ring, der schützt du aus, was Gott geplant hat. Dass die Kinder in Sicherheit sind, dass die Mütter in Sicherheit sind, dass die Väter rechte Anleitungen geben, dass Gott sein Wort wird als Ratgeber genommen und durch noch gelebt worden. Dort ist Gott sein Plan. Und er hat gegeben für die Brücke, dass wir durch die Band leben können. Hier wurden gewoon een Dallmeier Dinge angeschrieben. Jünt worden vielleicht auch ein Dallmeier sein beifallen, was hier in diesem Kranz genannt werden, wo dem Vater sind abgehoben sind, nur die Kirchen, wo die Mama ihre abgehoben sind, nur die Kirchen, wo die Kinder ihre abgehoben sind, gehorsam zu sein und all diese Dinge. Das sind Dallmeier, aber das sind ein paar von denen, was ich gewählt habe, anzuschreiben. Und das ist nicht meine Weisheit, das habe ich von Sambu abgelesen und von drauf geschrieben, was immer. 1 Chronicle 16, Vers 8. Da sagt es steht: Dank den Herrn, raub seine Namen an, merk seine Doten für alle Völker bekannt. Das ist, was Gott von uns will. Raub und dankt. Dank den Herrn, raub seine Namen an. Er hat gegeben, du kannst verdanken. Wo wir nicht weiten, du kannst wir am rauben. Gott hat das gegeben. Dass Gott seine Doten sind offenbar. Das können wir sein. Das können wir uns anerfreuen. Vers 9. Singt und lobt an und redet von all seinen Wunder. Gemein wie dort waren dann, gewähnt waren die Versicherungen Raman sind. Gemein wie von Gott seine Wunder reden, die Gott an uns getan hat, dort merkt den Schutz gerade, dass der Teufel da nicht so bekommt. Dass die Versicherungen ram uns nicht so groß sind. Verherrlicht seinen heiligen Namen. Sieht en jün hort voll Fried. Je wird den Herrn segnen. Fragt nur den Herrn und nur seine Macht. Seg seine Gehen wird alle Zeit. Seg seine Gehen wird alle Zeit. Dat is een opgave wat we gekregen hebben. Er is een gelegenheid wat we gekregen hebben, wils we deze ervaring met God gemerkt hebben. Zegt het, je wordt den Herrn zegenen. En dan worden we alle hand opheven en zeggen, yes, ik zeg den Herrn. Mijn verlangen is om Herrn te leven. Mijn verlangen is zo te zijn, dat wanneer de verzekering aankomt, dat ik wat kan klaarheid hebben. Ik wat kan zeggen, no, hier is niet dein plaats. Hier is niet dein plaats. Wir teilen eine Geschichte von einer Stelle, wo Charles Spurgeon schrift, dass seine Zeit ist, er hat die Gemeinde angelegt und es in Deutschland ein Fast gewesen, was alle Jahre geführt worden ist. Und das ist ein junger Bruder in ihrer Kirche gewesen, der sehr begeistert gewesen und sie haben ihn in die Kirche abgenommen. Und als das Fast kommt, dann kann das junge Bruder sich nicht holen und er geht das Fast. Und als er bei dem Fast kommt, dann sitzt eine bekannte Person am Tür und dann sagt er, was ist du hier? Die hier ist überhaupt sich an. Wo warst du hier anyway? Und dann sagt er zu dem Mann, schmied ihm mal zum Fenster raus. So eine von Spurgeon, seine Kirche, so eine Menschen brauchen wir hier nicht. Die hier und hier nicht haben. Und dann waren sie dort in der Kirche an und zu der Zeit dann haben sie so eine Brüder, als dort sehr hart bestraft gewesen. Nächste Sonntag haben sie den ausgeschlagen. Ab so einer Stelle ist dort, die hier stehen nicht an. Und so dann, die Welt nahm ihm nicht, und die Kirche nahm ihm nicht, und wir haben ganz für sich allein geroden. Und so, wo wir haben vorhin dann, ist dort
ein Segen für uns, aber ist es auch so, dass der Teufel sich freut, uns auf seinem Platz zu sein. Wo sind unsere Augen? Wo sind unsere Gedanken? Haben wir das in Kontrolle? Können wir dort sein, auf welchem Platz wir hingehören und wo wir nicht hingehören? Wenn von bloß weltliche Sports angelegt wird, oder wenn es bloß Dinge sind, wo die Welt sich entertaint, oder haben wir die Klarheit, wo wir hingehören und wo wir nicht hingehören? Gott will uns beschützen, aber wenn wir dann auf Städten hinwarten, wo wir nicht sollen sein, dann kann Gott uns nicht beschützen. Und er will aber uns beschützen. Wir haben diese Vers noch einmal lesen. 1 Chronicles 16, Vers 8 sagt, dank dem Herrn, raubt seine Namen an, merkt seine Taten für alle Völker bekannt, singt und lobt ihm und redet von all seinen Wunder. Verherrlicht seinen heiligen Namen, seht in den Hort voll Fried, je wird den Herrn siegen. Frecht nur dem Herrn in seine Macht, seht seine Gegenwart alle Zeit. Und dann in Vers 34, sagt er, dank den Herrn, wills heiers freundlich, und seine Treuheit hielt niemals ab. Dank den Herrn. Seine Liebe zu uns hielt nicht ab. Wenn wir den nicht abgeben, dann seine Liebe zu uns hielt nicht ab. Sagt zu ihm, rat uns Gott ans Heiland, und rat uns in Samuel, und sammel uns in alle Völker, dass wir deinen heiligen Namen preisen und die loben. Das ist Davids sein Gebet. Und das ist mein Gebet von dir und von uns alle, dass Gott uns Wort beschützen. Dort, was wir gekriegt haben, dort, wo wir sind geboren oder gewachsen, wo wir von der und in Frieden und diese Gemeinschaft mit Gott leben können, diese Gelegenheit als du für uns, dass der Teufel du nicht was kann, manch stoppen, dort alle destroyen. Dass wir wollen können, unsere Familie auf einen Platz abtragen, wo die wollen können sicher sein. Und doch müssen wir alle selbst eine Entscheidung treffen, für Jesus zu leben. Aber wir als Eltern können viel dazu tun und möchten Gott sein Wort segnen. Wir haben Abstand zum Beten, wird passend das. Vor den Himmel, wir kommen verdienen. Wir sind von dir uns dankbar zu sein, was du für uns getan hast. Wir sind so dankbar, dass dein Wort uns Anleitungen geben wird und dass viele Menschen sich haben Brücken lassen und Dinge abgeschrieben und Dinge aufgemalt und dass wir von dir und von dort lernen können. Und vorher wir freuen, dass du das Wort sehen, wirst du unsere Horten aufmerken und wir wollen sein können, dass wir wollen aufmerksam sein, was dein Willen ist, dass wir wollen vorsichtig sein, Dinge, was dran uns vergehen, dass wir uns nicht wollen mitreden mit irgendwas, was gegen dein Willen ist, aber dass wir wollen in deine Leben, in deine Gegenwart leben, vorher, das ist mein Verlangen. Ich bete, dass du wirst diese Versammlung segnen und uns alle segnen lassen, in Jesus' Namen. Amen.